Nach einem stressigen Arbeitstag ist es natürlich total geil, wenn man einfach mal sagt, jetzt schalte ich mal kurz ab, lasse den Alltag hinter mir und steige in den Golf 3 G60 ein und fahre einfach mal raus auf die Landstraße. An dem G60 ist halt das Schöne, du hast schon von unten her Drehmoment, das liegt sofort an, es baut sich nach oben hin immer mehr auf und hast im nächsten Gang sofort wieder Schub und das ist einfach mega geil, macht Spaß und ja, wenn du einen schlechten Tag hattest, da ist dann einfach wie weggeblasen, kann man sagen. Hallo, ich bin der Patrick, bin 39 Jahre alt und stelle euch heute mein erstes Auto vor, mein Golf 3 G60. Es handelt sich hier um einen 92er Golf 3, war ehemals 90 PS, 1.8er, jetzt ist es ein G60 mit ca. 210 PS. Ich bin zu dem Fahrzeug gekommen, ich habe damals noch als Führerschein Neuling, ich hatte ihn noch gar nicht, war ich auf der Suche nach einem Golf 2 Fire and Ice. In meiner Lehre als Kfz-Mechaniker wurde mir vom Autoverkäufer das Auto von seinem Sohn angeboten, das war dieser Golf 3. Der hatte damals schon Gewindefahrwerk drin und 8 und 9x15 Powerdash-Felgen drauf. Und da habe ich mich dann direkt darin verliebt und habe mir gesagt, das Auto muss es werden. Es war kurze Überredungskunst, was meine Mutsch anging, weil die hat gesagt, was, 90 PS, so viel, das geht gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, mein Kumpel, der hat 116 PS, das muss gehen. Und ja, somit fing die Sache dann an. Die Ventofront wurde dann verbaut. Es wurden Rückleuchten gekauft, das waren damals noch die Kaminroten. Was mein großer Traum war, war immer den Umbau der Heckklappe, aber als Lehrling hatte man da nicht so viel Geld und deswegen musste das erstmal noch eine Weile warten. Ja, später, als die Lehre zu Ende war, hatte man dann auch etwas mehr Geld und man hat dann angefangen, einen großen Umbau zu starten. Es wurden Seitenblinker entfernt, es wurden die Griffmulden entfernt, es kamen 6 N-Griffe dran. Dann kam der große Traum mit der Heckklappe. Die Heckklappe wurde verlängert über die Rückleuchten. Die Blinker sind jetzt eine Etage nach unten gewandert. Und es wurde vom Audi A4 B6 eine Kennzeichenmulde eingekürzt und die haben wir dann eingeschweißt in die Heckklappe und passend auf dieses Kennzeichen angebracht. Ja, als das Fahrzeug dann komplett in damaligen Originallack Black Magic lackiert wurde, bin ich dann noch eine Weile mit dem 90 PS gefahren, habe dann die 300.000 geknackt, der Tacho sprang um auf 0. Ja, ist einwandfrei gefahren, der 90 PS, doch irgendwann war halt alles schon so weit gemacht, was gemacht werden musste und da habe ich mich dann für einen Motorumbau entschieden. Ja, für mich kam der G60 in Frage, alleine wegen dem Sound, was der G-Lader so mit sich bringt.
Schlagzeuktechnisch ist ein G60 einfach nur mega geil, ist alte Schule. Und habe ich mich für den G60 entschieden, habe mir einen Schlachter Corrado gekauft mit Achsen und Getriebe und Motor und habe das dann einmal alles umgepflanzt. Im gleichen Atemzug habe ich dann die ganzen Aluteile geschliffen, nass geschliffen und aufwendig auf Hochglanz poliert. Und einige Teile wurden dann schwarz Glanz lackiert, wie der Kühlflüssigkeitsbehälter. Und ja, auch den Motorblock habe ich schwarz Glanz lackiert. Zur weiteren Veredelung habe ich dann mich dem Thema Carbon gewidmet. Ich habe den Schlossträger mit Carbon laminiert, die Wasserkastenabdeckung, einige Deckel vom Kühlflüssigkeitsbehälter, Öldeckel und so weiter. Nach den PowerTech, die ich da damals gefahren bin, habe ich mir dann den Traum erfüllt von Schmidt TH-Line. Aber es waren nicht diese, die jetzt drauf sind, es waren 15 Zoll. Bin die ein paar Jahre gefahren und dann habe ich später auf 17 Zoll gewechselt. Es sah einfach dann irgendwie erwachsener aus als diese kleinen Schubkarrenräder. Im Innenraum hatte ich eigentlich eine Stoffausstattung drin, schon mit Sitzheizung. Ich habe mir irgendwann mal im Laufe der Zeit aus Berlin einen Golf 3 gekauft. Der hatte eine Lederausstattung, da war wichtig, dass der auch 4x Fensterheber hatte, weil ich das auch schon hatte. Ich wollte keine Löcher in der Türverkleidung haben. Somit ist dann die Lederausstattung in meinen eingezogen und ich habe dann meine Sitze in den Golf verbaut und das Auto wieder verkauft. Des Weiteren habe ich den Himmel neu bezogen und zwar mit Alcantara. Zusätzlich sind die ABC-Säulen bezogen worden. Alle Teile, die sonst so grau waren wie Sonnenblenden, musste ich dann in schwarz organisieren. Habe dann vom Golf 3 Cabrio schwarze Sonnenblenden organisiert, schwarze Griffe aus dem Passat. Und alle anderen Teile, die man nicht in schwarz gefunden hat, habe ich mit Carbon bezogen, wie zum Beispiel Gurtversteller oder die Abdeckung für das Schiebedachmotor. Damals hatte ich eine riesengroße Musikanlage drin. Da war so ein Subwoofer drin. War geil mit 18, 19, 20. Wenn dann der Innenspiegel gewackelt hat. Wenn man draußen stand, hat man gesehen, wie die Seitenwand geatmet hat. Ja, aber seitdem ich den G60 drin habe, habe ich das so gut wie gar nicht mehr benutzt und habe mir gesagt, das Gewicht, das kannst du rausschmeißen, habe dann reduziert, habe auch das Soundboard rausgemacht, habe jetzt wieder original Hutablage drin, habe jetzt nur noch hinten Türenlautsprecher, hinten Hutablagenhalter und habe nur noch eine Endstufe in der Reserveradmulde und ja, das reicht, wenn man überhaupt mal das Radio anhat. Ja, weitere kleine Details sind zum Beispiel die Verkleinerung der Kennzeichenmulde hier vorne, angepasst auf mein damaliges Kennzeichen. Ich habe die Lufteinlässe mit einlaminiert, dass wir dort keine Rillen haben, dass das ein Übergang ist. An der hinteren Stoßstange ist die Abdeckkappe für die Abschleppöse gecleant worden. Ich habe die Auspuffaussparung weggecleant, dass das ein gerades Bild ergibt. Die Griffmulden sind entfernt worden. Es ist jetzt eine durchgehende Linie, wenn man von der Seite sich das Fahrzeug anschaut. Das wirkt dann wie, als hätte er keine Griffe oder die Griffe sind wie angeklebt, sieht es aus. Habe wie gesagt vom 6N Polo die Griffe anmontiert und habe die vorher noch dünner gemacht, damit man auch mit dem Zeigefinger und Daumen dazwischen kommt. Spiegel sind von dem E36 M3, habe ich einfach die Streben abgeschnitten. Habe mir selber Dreiecksplatten zugeschnitten und dann anlaminiert, dass das aussieht wie aus einem Guss. Und ja. Time goes by, yeah, you and I are running out, running out. Time goes by, I change my mind about you and I, you and I. So would you stay for a minute so I can be brave? Let me catch my Also mein Anspruch war, dass jedes Teil, was vielleicht nicht ganz so gut aussah, das zu verbessern.
dass man so wenig wie möglich zu meckern hat. Ich meine, es gibt jetzt immer noch Sachen, wo man sagt, ja, hätte etwas besser sein können. Ja, vielleicht wird das auch mal noch. Mal schauen. Ich habe mich dann später nochmal entschieden, das Auto nochmal umzulackieren. Es waren halt so Sachen wiedergekommen wie Türgriffmulden haben sich gesetzt oder ja, Motorhaube musste nochmal neu lackiert werden. Und ja, der G60 war einmal drin im Motorraum, hat auch funktioniert und dann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt ist der G60 drin, jetzt hast du den Halter im Motorraum, jetzt hast du den Stehbolzen, das sind alles Sachen, die brauchst du nicht mehr, der G60 bleibt. Also nochmal Motor raus, nochmal Radikalumschlag im Motorraum, die Stehbolzen entfernt, Löcher zugeschweißt, die nicht mehr benötigt wurden. Dann habe ich den Scheibenwaschbehälter gleich mit weggelassen. Da hat man auch einen schönen Blick auf die Rathausschale, die mit Carbon bezogen ist. Ja, und das war ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ich lasse den nochmal komplett neu lackieren. Habe mich dann entschieden für einen Sparkling Braun Metallic von BMW. Sollte schwarz wirken ohne Sonne und in der Sonne sollte einfach ein bisschen Farbe zum Vorschein kommen. Bedanken möchte ich mich für dieses Projekt in erster Linie bei meiner Mutsch. Wie gesagt, 90 PS, viel zu viel, dass es sich dann doch breitschlagen lassen hat. Als nächstes bei meiner Oma, die mir damals das Geld vorgeschossen hat. 13.000 Mark war echt viel Geld für einen Lehrling. Das habe ich dann abgestottert bei ihr. Bedanken möchte ich mich bei der Firma Wolfersdorfer, die mir das Auto lackiert haben. Bei René, der mir bei dem Himmel geholfen hat. Bei einem weiteren René, der mir geholfen hat, aus dem G60 auch einen knackigen G60 zu machen. Ja. Außerdem möchte ich John danken, der damals die Schweißarbeiten übernommen hatte, wo ich das noch nicht konnte. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen von meinem Golf 3 G60. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet, was ihr von dem Motor haltet. Ist das ein Motor, der auch euch zuschreibt oder ist das euch zu träge? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vielen Dank, macht's gut, bis später.